Willkommen mit Dynamic Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute melde ich mich hier mal von meinem Wohnzimmer aus und ich möchte euch heute in diesem Video ein paar Einblicke wieder mal in mein persönliches Training, das ich aktuell mache, geben. Und ich möchte euch ein Prinzip hier ein bisschen näher bringen, das ich da selber auch gerade ein bisschen lernen muss. Und zwar ist das, dass man manchmal einen Schritt zurückgehen muss, um nachher 2 Schritte nach vorne gehen zu können. Was ich genau damit meine, werdet ihr dann sehen in dem Video. Auf jeden Fall ist es so, dass ich aktuell mich dazu überwunden habe, nach langem inneren Kampf, dass ich mich mal coachen lasse. Und zwar lasse ich mich aktuell coachen vom Dennis und vom Leo. Grüße an euch beide, falls ihr zuschaut. Ich werde die beiden auch hier unten verlinken, falls ihr interessiert seid, selber dran. Und aktuell lasse ich mich eben von den beiden coachen und wir schauen uns da einiges an, und zwar bezüglich Planche, Frontlever, Victorian und auch Weighted Pull-Up, Weighted Dip, Weighted Squat und so weiter und so fort. Wir schauen uns da einige Skills an und gehen da ein bisschen genau ins Detail. Und für mich war es einfach ein bisschen eine Überwindung vom Ego her, allein mir mal was sagen zu lassen quasi, einfach mich mal wirklich coachen zu lassen, mal wirklich das Ganze abzugeben. Ist mir nicht ganz so leicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, weil wir gehen im Training auch einfach ein paar Schritte zurück. Ich arbeite teilweise mit Tuck Bench, mit Advanced Tuck Bench und so weiter und so fort. Wir gehen da sehr ins Detail, werdet ihr nachher gleich sehen. Auf jeden Fall lerne ich gerade, dass es manchmal wichtig ist im Training eben vielleicht einen Schritt zurückzugehen, wenn man wo hängen bleibt, sich das mal genauer anzuschauen und Fortschritte zu machen. Im Leben ist es genau das gleiche Prinzip, heute eben aufs Training bezogen. Und ich möchte euch da einfach ein paar Einblicke geben. Genau, weil ich mich vielleicht länger nicht so von was Persönlichem gemeldet habe hier auf YouTube. In meinem Leben ist gerade einiges los, ich bin sehr zufrieden, ich bin stark involviert oder mehr und mehr involviert auch in die Arbeit in meiner Gemeinde, in der Freikirche, in der ich auch mich involviere und so weiter und so fort. Das ist der Grund dafür, dass ich vielleicht nicht ganz so oft das gepostet habe. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht übel. Selbst wenn, sorry. Und ja, ich bin aber extrem zufrieden damit und genau, nur dass ihr da auch Bescheid wisst. Und nebenbei, jetzt seit mittlerweile 2 Wochen, also ich bin gerade erst in der Anfangsphase, lasse ich mich eben coachen, was wenigstens dazu führt, dass mein Training ein bisschen zeiteffizienter ist. Das ist eh nicht so schlecht, da ich, wie schon gesagt, anderswertig auch gerade einiges zu tun habe. Genau, ich möchte euch gar nicht hier mit langem Gelaber langweilen. Ich werde euch einfach hier nachher im Video ein bisschen was zu dem Prinzip, das ich gerade noch gesagt habe, erklären und ein paar Beispiele geben. Zuerst aber werde ich euch ein paar Einblicke in 2 von meinen Trainingstagen, die ich letzte Woche gemacht habe, geben und ein bisschen was dazu sagen, dass ihr ein bisschen seht, wie das in der Praxis ausschauen kann. Und genau, falls ihr das eben überspringen wollt, könnt ihr dazu der Zeit, die hier gerade eingeblendet ist, vorspulen. Dann werde ich euch einfach ein bisschen was erklären, was das vielleicht für euer persönliches Training auch heißen könnte. Genau, wie auch immer, auf jeden Fall werde ich gleich mal starten. Wir spulen gleich mal zum Trainingstag 1, wo ich Oberkörper trainiere. An dem Tag fange ich meistens an mit Tuck Planche Holds, die einfach wirklich auf Ausdauer gehen und wo ich besonders auf die Protraktion und auf die richtige Aktivierung achte. Ist zwar ein großer Schritt zurück, aber ich denke, ich kann davon sehr profitieren und ich arbeite hier sozusagen wirklich an der richtigen Aktivierung und einfach auch daran, meine Grundkraft für den Planche nochmal ein bisschen zu verbessern. Parallel dazu gibt es dann One Leg Victorian auf den Parallels. Habe ich noch nie auf den Parallels trainiert, ich fühle mich dabei echt wie ein Anfänger, aber auch das ist gut, einfach damit ich meine Frontlever und auch Victorian Ansteuerung einfach ein bisschen verbessern kann, beziehungsweise hilft mir das einfach auch wirklich dabei, einfach mich wieder reinzufühlen, wie es so als Anfänger, wie es einfach mal einen neuen Move zu lernen. Ich habe den auf den Parallels ehrlich gesagt noch nie wirklich trainiert. Danach gibt es im Training dann Half-Room Weighted Pull-Ups, bei denen ich mich sehr stark auf meine Schwachstelle bei den Weighted Pull-Ups und auch beim One-Arm Pull-Up konzentriere, und zwar ist es der Übergang von dem Hang in den Zug. Den mache ich hier wirklich besonders langsam und deswegen ziehe ich auch gar nicht bis ganz nach oben, dass ich einfach mal wirklich an dieser Schwachstelle arbeite. Nervt mich ziemlich bisschen, wenn ich ehrlich bin, aber es macht auch gleichzeitig sehr viel Spaß, einfach wirklich da auf dieses Detail zu achten. Danke auch da an den Dennis, dass er mir die in den Trainingsplan reingehauen hat, auch wenn man sich vielleicht denken kann oder wenn ich mir gedacht habe, was soll das bitte sein. Ich merke gerade, dass ich davon auch extrem profitieren kann, einfach in meiner Pull-Up-Technik. Ja, Military Press habe ich dann auch drinnen, habe ich ehrlich gesagt nie wirklich trainiert, aber habe ich einfach drinnen, um auch meine Trizepskraft und Ansteuerung für den tiefen Handstand-Push-Up einfach zu verbessern. Das ist bei mir persönlich eine Schwachstelle. Und ja, auch die Übung ist zwar was Neues für mich und ist in dem Fall gar nicht mal Calisthenics, wenn man vielleicht jetzt rumlögeln mag, aber auch davon, glaube ich, werde ich profitieren können. Ich habe immer mega Muskelkater davon und es macht aber auch echt Spaß, hier mal einfach eine neue Übung zu lernen und einfach mal einen neuen Reiz zu setzen. Ich bin schon gespannt, wie dann die Ergebnisse davon ausschauen werden. Danach gibt es dann Half-Lift Frontlever, einfach auch um meine Technik und Grundkraft für den normalen Frontlever bzw. für die Frontlever Pull-Ups zu verbessern und auch um einfach mal einen neuen Reiz zu setzen. Am Ende im Trainingsplan, an dem ersten Trainingstag, habe ich dann noch den
Bandarm Planche, da kämpfe ich extrem mit der Ansteuerung, wie ihr sehen könnt, und tut mir ziemlich schwer, einfach den schön hinzubekommen. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Reiz, von dem ich in Zukunft auch profitieren werden kann. Aber wie ihr schon gesehen habt, das ist einfach ein erster Trainingstag von mir, an dem ich sehr viel eher mit technischen Übungen arbeite. Man möchte es vielleicht meinen, das ist ja gar nicht mal so ein hartes Training, das sind relativ einfache Übungen drin, aber einfach auch dadurch, dass ich relativ längere Haltezeiten drin habe, beziehungsweise auch ein hohes Volumen und viele Sätze von den jeweiligen Übungen habe, ist es durchaus ein hartes Training für mich, einfach weil ich auf Details achten muss, auf die ich bis jetzt noch nie geachtet habe. Das Coole ist, ich muss es auch filmen und dann dem Dennis schicken und er kontrolliert das, was dazu führt, dass ich auch einfach selber ein bisschen aufmerksamer bin. Also ich merke da, auch dieses Coaching ist, glaube ich, eine starke Investition in mich selbst und auch in mein eigenes Coaching, was ich ja auch anbiete, weil ich dadurch einfach wirklich sehr viel lerne und auch einfach mal Übungen von vorne hin nochmal lernen muss, beziehungsweise Übungen, die ich noch nie gemacht habe, auch mal neu lernen muss. Und das ist immer wieder gut, auch wenn man schon sehr erfahren ist, sich einfach mal wieder in diese Rolle eines Anfängers auch ein bisschen reinzufüllen. Ich glaube, da kann man wirklich sehr viel lernen. Genau, kommen wir gleich zum zweiten Trainingstag. Der zweite Trainingstag, den ich euch hier zeigen will, ist in meinem Trainingsplan dann eigentlich Tag 6, das heißt am Tag danach werde ich Pause haben und das ist ein Trainingstag, an dem ich Oberkörper und Beine gemeinsam trainiere, allerdings mit dem Hauptfokus eher auf die Beine. Starten tue ich dabei mit sehr viel Volumen, also einigen Sätzen und Wiederholungen von Post Squats, das heißt Kniebeugen mit einer Pause unten, einfach um meine Technik und Ansteuerung für die Kniebeuge und auch um meine Grundkraft für die Kniebeuge weiterhin zu verbessern, weil auch die sind eines meiner Ziele, die ich im Trainingsplan einfach verbessern möchte. Als nächstes gibt es dann Weighted Dips, da hatte ich in der Vergangenheit eigentlich einige Probleme, weil ich mit zu breitem Griff und mit zu wenig Protraktion und eigentlich nicht so gute Technik trainiert habe. Da fokussiere ich mich jetzt wirklich auf einen engeren Griff, um die Schwachstelle ein bisschen auszumerzen und fokussiere mich auch sehr stark auf eine Protraktion bzw. darauf, dass ich die Schultern auch im unteren Teil der Bewegung zusammenlasse. Da habe ich aber auch noch Probleme und muss auf jeden Fall noch einiges daran arbeiten. Ich bekomme immer super starke Muskelkater davon, wenn ich die so eng mache, weil ich das echt nicht gewohnt bin. Danach gibt es dann Romanian Deadlifts, einfach um meine Hamstrings wirklich zu stärken. Eines meiner Trainingsziele ist auch ein neuer Deadlift-Rekord und ja, da habe ich auch einfach ein bisschen eine Technikschwäche, an der ich noch arbeiten muss, deswegen da gibt es auch einiges an Volumen in meinem Trainingsplan für die Hamstrings. Danach kommen dann Lunges mit einem nicht so breiten Stand, einfach um dann auch die Oberschenkelvorderseite zu boosten und auch so dafür meinen Squat einfach ein bisschen Verbesserungsarbeit zu leisten. Als letzte Übung gibt es dann noch Cuban Press, habe ich auch noch nie gemacht, aber die Übung habe ich einfach in meinem Trainingsplan, um die Rotatorenmanschette einfach ein bisschen zu kräftigen. Ich habe davon immer einen hässlichen Muskelkater und die Technik ist, wie ihr auch im Video sehen könnt, jetzt noch nicht perfekt, aber auch das ist einfach ein neuer Reiz für mich und ich bin da auch schon gespannt, wie ich davon profitieren werden kann. Das war auch schon mit den Einblicken, die ich euch in 2 meiner, in Summe aktuell 5, wahrscheinlich werden es dann bald 6 werden, mal schauen, Trainingstage, die ich die Woche habe, geben wollte. Genau, und wie ihr schon seht, gehe ich bei einigen Übungen wirklich einen Schritt zurück. Ich verwende weniger Gewicht, ich habe weniger Belastung, dafür habe ich mehr Volumen und achte sehr besonders auf bestimmte Aspekte bei der Technik. Und ich bin schon gespannt, wie gesagt, was ich davon profitieren werden kann. Aber wie ihr seht, ich gehe da wirklich einen Schritt zurück bei vielen Übungen, was mich persönlich natürlich ein bisschen teilweise auch nervt, weil natürlich man will einfach gerne auch raushauen. Deswegen, wie schon gesagt, ich bin dabei gespannt, was das Ergebnis von dem Trainingsplan sein wird. Ich habe ihn ja gerade begonnen. Aber ich glaube, das ist eben eine Sache, die oft der Punkt sein kann, warum Leute einfach, und auch bei mir selber ist das vorgekommen oder kommt das vor, keinen Fortschritt machen, ist, dass man einfach immer weiter ballert, ohne mal zu überlegen, woran könnte es dann eigentlich scheitern, gerade dann, wenn ich vielleicht schon seit längerer Zeit auf einem Plateau bei einer gewissen Übung bin. Und da ist auch das, was ich euch eben jetzt hier in dem Video vor allem weitergeben will und vermitteln will, ist, dass es sich manchmal auszahlen kann, einen Schritt zurückzugehen. Der Grund, warum man nämlich manchmal keine Fortschritte macht, ist, weil man entweder vielleicht ein falsches Ansteuerungsmuster sich schon eingeprägt hat. Das heißt, man steuert eigentlich nicht die Muskelgruppen an, die am effizientesten wären, beziehungsweise man führt die Übung vielleicht gar nicht am effizientesten aus und hat sich dadurch eigentlich ein falsches Bewegungsmuster bei einer gewissen Übung eingeprägt, wodurch man dann einfach sozusagen auf ein Plateau kommt. Und da kann es sich dann auch auszahlen, mal eine Technikanalyse zu machen, sich vielleicht sogar coachen zu lassen, hat natürlich auch seinen Preis. Oder einfach mal selber öfters zu filmen, kann auch schon helfen, einfach um sich da ein bisschen genauer damit auseinanderzusetzen, woran das vielleicht liegen könnte. Ein Klassiker, den ich persönlich oft beobachten kann bei Leuten, ist, dass sie beim Fronter oder beim Planche keine Fortschritte machen,
weil sie die beiden Übungen nicht mit der richtigen Ansteuerung bzw. nicht mit der richtigen Technik immer wieder versuchen und Versuche, sage ich ja selber auch, sind sehr, sehr wichtig, aber wenn ich dabei nicht auf die richtige Ansteuerung achte bzw. zu schwach bin, um die richtige Ansteuerung da drin zu haben, dann bringt mir das Ganze nicht so viel. Ein Klassiker beim Frontlever ist dabei, dass man dann einfach nicht stark genug darauf achtet, dass die Schultern in Retraktion sind und dass man die Schulterblätter sozusagen wirklich nach hinten und auch nach unten drückt, in Depression drückt und die Hüfte auch nicht wirklich nach oben pusht und sozusagen nicht die richtige Spannung und Ansteuerung drinnen hat. Da kann es sich teilweise auszahlen, wenn man zwar immer Versuche macht, wo das aber nicht der Fall ist, dass man vielleicht zurückgeht zum Advanced Frontlever vielleicht und dabei aber dann mehr darauf achtet, dass man wirklich diese richtige Ansteuerung drinnen hat und hier wirklich auch die richtigen Muskelstränge einfach verwendet, weil das ist ja ein anderer Muskelstrang, wenn ich das mit richtiger Ausführung mache und mit falscher Ausführung und einfach auch die Muskelstränge dann tatsächlich trainiere, die ich dann jetzt endlich auch brauchen werde. Ein ähnlicher Klassiker ist beim Planche, dass man zum Beispiel Planche Leans oder Tuck Planche trainiert, bei dem man aber nicht wirklich in voller Protraktion mit den Schultern ist. Auch das ist ein ganz oft gesehener Klassiker, warum Leute dann hängen bleiben und nicht weiterkommen, ist, weil sie beim Planche eigentlich nicht mit der, sage ich mal, perfekten Ausführung und der perfekten Ansteuerung trainieren und auch da andere Muskelgruppen bzw. andere Stränge des zu kräftigenden Muskels, sage ich jetzt mal, verwenden und sozusagen deswegen auch wo hängen bleiben. Also auch wenn das bei euch der Fall ist, das gleiche kann es natürlich auch bei Pull-Ups geben, bei Dips geben, bei Kniebeugen und so weiter. Ich kann jetzt nicht jedes Szenario durchspielen, aber falls ihr bei einer Übung wo hängen bleibt und merkt, ihr habt keinen Fortschritt, es kann ganz oft sein, dass es daran liegt, dass ihr irgendwo einen Knackpunkt habt, wo ihr eigentlich von der Ausführung oder auch vielleicht von der Härte des Trainings oder vom Volumen oder was auch immer nicht so seid, wie es eigentlich sein solltet. Und wie gesagt, dann kann sich wirklich stark auszahlen, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sich das ein bisschen besser anzuschauen, vielleicht bei Weighted das Gewicht mal runterzunehmen und ein bisschen mehr auf die Technik zu achten, wie auch immer. Ich möchte euch dazu wirklich ermutigen und auch wenn ihr jetzt keine Profis seid und einfach nur auf hobbymäßig trainiert, kann ich das auszahlen. Warum? Weil natürlich das Training auch einfach, muss man schon ehrlich sein, mehr Spaß macht, wenn man auch mehr Fortschritte sieht. Wenn du jetzt vielleicht sagst, ich trainiere nur, damit ich trainiere oder damit ich mich gesund halte, natürlich brauchst du dabei dann vielleicht nicht auf extrem kleine Details achten, aber trotz allem wirst du zugeben müssen, dass das Training natürlich einfach auch mehr Spaß macht, wenn man Fortschritte hat. Also auch das ist natürlich dabei ein wichtiger Aspekt. Natürlich macht Herumbrüllen Spaß, natürlich macht es Spaß, immer rauszuballern, natürlich macht das auch Spaß, aber wenn ich dabei keine Fortschritte mache, kann es sein, dass es mehr Spaß macht, wenn ich vielleicht mal ein paar Schritte zurückgehe und dann aber auch wirklich wieder Fortschritte sehen kann. Genau, das war es eigentlich auch schon mit dem, was ich euch hier in diesem Video zu dem Thema so vermitteln wollte. Ich hoffe, ich habe euch hierbei ein bisschen helfen können, vielleicht ein bisschen motivieren können, das mal zu machen, vielleicht mal das Ego ein bisschen wegzustecken. Ich weiß, mir fällt das auch schwer, aber das ist eine Sache, die wirklich wichtig sein kann im Training, um auf Dauer Fortschritte machen zu können und dann auch dran zu bleiben und den Spaß am Sport nicht zu verlieren, was ja leider auch passieren kann. Genau, und ich hoffe, ihr habt eben davon profitieren können von diesem Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr selber daran interessiert, euch vielleicht von mir coachen zu lassen, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.